Heute schauen wir uns das Arteza Buntstift-Set an. Und warum das Riesen 72er Set? Weil ich halt mal wieder ein bisschen übertrieben habe. Mein Name ist Kai und ich habe ein Problem. Ich mache nur wirklich gerne, was ich schon kann, und das steht mir als Künstler so ein bisschen im Weg. Mein englischsprachiger Kanal bietet dafür genügend Beweise. Ich fühle mich sehr wohl im Bereich Schwarz-Weiß, Bleistift, Kreide, all der Kram. Farbe ist ein bisschen mehr ein Problem für mich. Ich habe auch eine rot-grün Farbschwäche, was immer eine wunderbare Ausrede ist. Ich habe ein bisschen mit Farbe rumexperimentiert, habe mir einige Farben gekauft, bin aber immer etwas zögerlich. Aber das ändern wir jetzt. Ich werde von jetzt ab viel mehr experimentieren, verschiedene Dinge ausprobieren. Schau dir einfach das Video an, und wenn dir die Art und Weise gefällt, würde ich mich freuen, wenn du abonnierst, die Benachrichtigung vielleicht sogar anstellst. Und lass mich wissen, was ich unbedingt mal ausprobieren muss, unten in den Kommentaren. Zum Beispiel habe ich mir die schon gezeigten Buntstifte gekauft, 72 Stück. Was habe ich damit gemalt? Und das ist die gesamte Erfahrung an Buntstiften, die ich in meinem Erwachsenenleben bisher gesammelt habe. Ich war nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, bin es immer noch nicht. Aber seitdem habe ich mir viele Videos angeguckt, viele andere Künstler, viele bessere Künstler, und habe gesehen, was möglich ist. Und ja, da müssen wir nochmal ran. Also lass uns starten. Und wenn wir es richtig machen wollen, beginnen wir mit Color Swatching. Das ist nichts Schweres, ganz im Gegenteil. Du setzt dich einfach hin und probierst jeden einzelnen Stift, jede einzelne Farbe aus. Ist das etwas, was ich normalerweise mache? Nein, ich werde jetzt aber damit anfangen, denn es ist der erste Schritt, dass du dein Medium wirklich kennenlernst. Wie verhält es sich auf dem Papier, auf wo immer du drauf malst? Wie intensiv sind die Farben und wie sehen sie tatsächlich aus? Weil hier habe ich auch festgestellt, dass die Farbe, die ein Stift aufs Papier bringt, nicht unbedingt genau der entspricht, die im Lack um den Stift herum zu sehen ist. Und wir reden hier von einer Menge Farben, 72 oder in meinem Fall eher 71. Und zunächst muss ich mich mal entschuldigen für meine Schrift. Meine Schrift ist nicht die schönste, ist jetzt hier aber auch nicht ganz so wichtig. Außerdem verschreibe ich und vertue ich mich die ganze Zeit. Auch dafür Entschuldigung. Aber am Ende des Tages alles nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, wie die Farben aussehen. Und mein erstes Gefühl war ziemlich gut eigentlich. Also eigentlich im Gegensatz zu dem, wie ich sie noch in Erinnerung hatte. Bei meinem ersten Bild, es ist eine Weile her, ich erinnere mich so, als wäre es ziemlich widerspenstig gewesen, als hätten die nicht wirklich gemacht, was ich wollte. Aber im Rückblick liegt es wahrscheinlich daran, dass ich nicht wusste, was ich von ihnen erwarten kann. Ich hatte nicht wirklich die Erfahrung damit. Ich habe erwartet, dass da irgendwie qualitativ etwas rauskommt, was eher zum Bilderbuch ausmalen gedacht ist. Aber ich habe auch gesehen, dass sehr, sehr viele Leute online fantastische Bilder damit machen. Also kämpfe ich mit diesem Video auch gegen meine eigenen Vorurteile gegenüber dem Medium Buntstift. Jetzt probieren wir mal aus, wie das Ganze funktioniert mit dem Blenden von zwei verschiedenen Farben. Lass es uns erstmal ausprobieren mit zwei sehr ähnlichen Farben. Wir nehmen dazu Indigo und Peacock Blue. Zumindest für mich mit meiner Farbschwäche Farben, die relativ ähnlich sind. Wie ich schon gesagt habe, ich bin kein Experte. Und ich glaube, ich versuche es nochmal. Das ist nicht super toll, aber ich glaube, ich kann es besser. Lass es uns einfach nochmal ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz gut, aber du siehst schon, da sind so ein paar etwas stärkere Linien drin. Ich fürchte, das ist tatsächlich dann irgendwo wann auch der Stift und nicht nur ich, aber wahrscheinlich auch zum Teil ich. Wenn du ein Experte bist mit Buntstiften, lass mich wissen, was ich falsch mache, was ich besser machen kann. Ich gucke mir die Stifte allerdings jetzt natürlich aus der Brille eines Anfängers an. Wir probieren aber jetzt auch nochmal zwei andere Farben aus. Okay, also diese Farben liegen, glaube ich, sowieso deutlich näher beieinander und die funktionieren ganz gut, würde ich sagen. Ich glaube, ich will nochmal andere Farben probieren, Grüns vielleicht, die auch recht nah aneinander liegen. Dann schauen wir mal, wie es damit aussieht. Okay, das sind jetzt Mint und Absinthe Green. Und ich glaube, ich komme immer in Probleme mit dem Mischen, wenn ich es nicht auf Anhieb schaffe. Wenn ich nachkorrigieren muss, hier in diesem dunkleren Bereich hier siehst du, da ist ein dunkler Strich reingekommen. Den kriege ich nicht mehr korrigiert. Und meine Vermutung an diesem Punkt ist, und das probieren wir gleich aus, dass ich die Stifte nicht sehr gut übereinander legen kann. Zumindest keine hellen auf dunkle Farben.
mit wirklich hochqualitativen, teuren Buntstiften, nach allem, was ich gesehen habe, ist das grundsätzlich möglich, auch zum Beispiel ein Weiß auf einen Schwarz zu legen. Das könnte eine Schwäche von diesen Stiften sein. Wenn man das weiß, kann man bestimmt drumherum arbeiten, aber du siehst, so ein paar Probleme könnten dadurch entstehen, die schwierig zu korrigieren sind. Aber das probieren wir gleich aus. Erst machen wir jetzt aber nochmal zum Spaß 2 Farben, die überhaupt nicht zusammenpassen und schauen, wie die mixen. Okay, das scheint gar nicht zu funktionieren, auch wegen meiner Technik, aber auch wegen den Farben, denke ich. Hätte ich jetzt aber auch nicht anders erwartet, halte ich nicht für das Problem von den Stiften selbst. Und für mich als rot-grün schwachen Menschen ist das eine Katastrophe. Das tut richtig in den Augen weh. Lass mich unten in den Kommentaren wissen, wie das für dich aussieht. Ob wenn du normalsichtig bist oder vielleicht auch rot-grün schwach oder sogar farbenblind bist. Würde mich interessieren. Aber jetzt versuchen wir mal Farben zu layern. Ich habe 2 Farbfelder vorbereitet jetzt. Einmal mit Charcoal. Das ist nicht komplett schwarz, aber sehr, sehr nah dran. Wir haben noch Noir, das ist ein bisschen schwärzer. Aber das soll erstmal reichen. Wir müssen sie ja nicht komplett quälen, die Stifte. Und das hellere ist Absinthe Green. Es ist eine recht helle Farbe, sollte also relativ einfach im Vergleich sein für eine Farbe, das zu übertönen. Wir probieren jetzt einmal jeweils eine helle Farbe aus. Das wäre Weiß. Und einmal eine dunklere Farbe, das wäre Indigo, und schauen, ob das jeweils auf der anderen Farbe haften bleibt und in irgendeiner Art und Weise als die Farbe, die es sein soll, herauskommt. Und hier sehen wir dann auch gleich, dass das gar nicht funktioniert praktisch. Also das Weiß auf dem Schwarz sieht man nicht, auf dem Grün geht es halbwegs, aber ist auch nicht ideal. Das Blau auf dem Grün hat nicht mehr viel mit Blau zu tun. Ich habe es deswegen nochmal daneben gemalt, damit man sieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Dann habe ich nochmal die Farbe jeweils umgedreht ausprobiert. Das Schwarz auf dem Grün, ja, das geht. Das Grün auf dem Schwarz, nein. Insofern, okay. Wichtig zu wissen, nicht zu layern. Zumindest bleibt die Farbe nicht erhalten. Jetzt brauchen wir aber noch einen ganzen praktischen Test. Das heißt, wir malen ein komplettes Bild. Und da habe ich 2 große Fehler begangen. Das eine ist die Auswahl des Papiers. Es hat sehr starke Struktur und eigentlich willst du mit Buntstift praktisch die Struktur des Papiers komplett loswerden, damit es möglichst flach, möglichst glatt aussieht. Das habe ich nicht geschafft. Mich sehr geärgert im Nachgang. Das andere Problem ist, ich habe kein Washi-Tape oder wie du es auf Deutsch nennst, ich weiß es echt gerade nicht. Also habe ich einfach Malerkrepp genommen, naiv wie ich bin. Und das hat das Papier am Ende ein bisschen kaputt gemacht. Aber das wirst du gleich beides selbst sehen. Lass uns loslegen. Das Motiv ist Lilith von Diablo 4. Ist es mein zweites Buntstiftbild ever. Also abgesehen von den Fauxpas, über die ich schon gesprochen habe, das Klebeband, was den Rand ziemlich kaputt gemacht hat, das Papier, was grundsätzlich eine komplett falsche Wahl war, bin ich ziemlich zufrieden. Ziemlich sehr. Fürs zweite Mal. Also ich kann mich nicht beklagen. Die Stifte haben Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass die Struktur vom Papier vielleicht ein bisschen geholfen hat beim Mischen bzw. beim Verdecken von den Schwächen, die vielleicht dann doch noch da sind. Sowohl bei mir als auch bei den Stiften. Aber insgesamt, ich hatte sehr viel Spaß.
Die Stifte sind ziemlich weich, die Farben sind klar, deutlich, intensiv. Würde ich die Stifte jemandem empfehlen? Anfängern? Ja, ich denke schon. Sie sind nicht die besten Stifte der Welt. Ja, klar. Sie sind aber auch definitiv nicht die teuersten Stifte der Welt. Es gibt deutlich teurere Stifte. Die Katze scheint eine andere Meinung zu haben. Aber das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich über das Like sehr freuen. Definitiv über jeden Kommentar. Das Allerbeste wäre dann noch, wenn du sogar noch abonnieren wolltest. Ich hoffe, ich sehe dich das nächste Mal wieder und hab einen fantastischen Tag. Bye.